Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu TIME AT SANDROCK. Ich muss das Spiel nur ausmachen, ne? Macht mich wahnsinnig. Es ist nicht okay. Es ist einfach nicht okay. Main-Quest-Post von Trudy. Sandrock hatte in den letzten Tagen gewaltige Fortschritte gemacht und das alles dank Ihnen und Ihrem großartigen Einsatz für dieses Dorf. Seit wann sitzen wir uns? Morgen um 18 Uhr werde ich eine große Ankündigung auf den Wellen unseres großen Erfolgs vor dem Rathaus machen. Ich denke, Sie werden mit dem, was uns erwartet, sehr zufrieden sein. Also seien Sie bitte dort. Okay, dann müssen wir das heute noch machen. Es ist vollbracht. Ich habe unermüdlich im Verborgenen gearbeitet und mein Meisterwerk geschaffen. Komm in mein Studio. Worte können ihm nicht gerecht werden. Von Pablo. Okay. Venti. Schickt mir Melonenmus. Okay. Kannst du das bitte nicht machen, Venti? Mag dich nicht. Geh weg. So, was sagen unsere Commissions? Ah. Ich glaube, Heidi möchte eingedeckt werden. Das klang falsch. Mit Sachen meine ich. Gut, dass wir gerade so 3 Schalltafeln machen konnten. Dann könnten wir tatsächlich bei Gelegenheit die Rettungstruppe nochmal losschicken. Gott, nichts davon rare? Das ist schon ein bisschen sad. Dass die einfach nochmal für uns ein bisschen Material holen. Okay. So. Dann das einmal kurz ab in die Kiste. So, das rüber, das rüber. Wird verkauft, okay. Ja, der Rest wird verkauft, passt so. Okay. Wir müssen, glaube ich, noch mehr versteinerte Holzstöcke machen. Und wir wollten Akazienholz heute sammeln. Und wir haben ganz viel Sidequest-Kram. Wir haben plötzlich ganz viel blauer Marker. Okay, einer direkt bei uns vor der Haustür. Ich habe ein bisschen Angst. I'm here to discuss that too. Look, there's the builder. Come join us. Nia needs your help. Ich habe euer Gespräch mitgehört. Well, you know how I've been helping out at the moisture farm. But with the greenification of Sandrock almost complete, I'm going to have more free time. Oh, toll. So, I was thinking, maybe it's time for me to start something of my own. I want to settle down in Sandrock, just like you have. Okay. But I'm still not sure what that something should be. Tja, weiß ich auch nicht. Mian told me to follow my dreams and do what my heart desires. Also machst du einen Blumenladen auf? You know, I've always had a passion for tending to various plants in the garden since I was a kid. So, a business, huh? Like a shop, perhaps? But what should I sell? Potted plants? Gardening tools? Dich? That's perfect. And you could also sell flowers. You know, I've always wanted to be a shop owner too. When I was a kid, I used to dream of opening a bakery or a florist shop. Funny how life turned out. I became a builder like the rest of my family. While I might not be skilled at growing plants, I love having them to decorate my house. I'm sure there are more people like me in Sandrock, and we don't have a store catering to that yet. So I think that's a brilliant idea. I see. Selling flowers makes sense. It's easier than dealing with just gardening tools, which I have to import and find storage space for. But with flowers, I can grow them myself. Perhaps Zeke would even let me use a plot in his moisture farm. But how can I afford to rent a shop?
I know I could ask my family for support as a last resort, but I'd prefer to figure it out on my own. Tja, da musst du wohl einen Kredit aufnehmen. Schade. Konzentrieren wir uns zunächst auf die Suche nach einem Standort. Ich werde ihr auf gar keinen Fall das Geld leihen. Vergiss es. You're right. Let's focus on finding a suitable location first. Unfortunately, it seems there's no space available on the main street. Naja, es gibt aber auch nur 3 Straßen in Sandrock, also... And if we set up too far from the town center, it might be inconvenient for people, especially if they want to buy those heavy gardening tools. Zu weit vom Dorfzentrum entfernt? Woman, halt alles, was du vom Dorfzentrum entfernst, ist prinzipiell näher dran an Häusern, wo Leute leben. I have a balcony in front of my workshop that's currently free to use, but it's not big enough for a whole shop. What if we just set up a flower display rack there? Ah, a display rack with a canopy! That sounds about right. It'll look lovely on my balcony and provide some extra shopping space. By the way, I still have some extra funds left after donating to the Sandrock School, so I thought you could have it. You know, it's like an investment. Thank you. But if I don't need to rent a storefront, I have enough saved for a flower stand. But it's just that I'd really love to be a part of this. I mean, I told you I dreamed of opening a shop when I was a kid, and I wasn't joking. I just never got the chance. That's why I want to invest in the business. I thought you could use some extra goals to order different flowers from other places and attract more customers. And I could help you with whatever you need help with. I kind of wish to run the business with you. Is that a possibility? And no keys. Ah, I see. Of course. I'd love to be business partners with you, Mian. It would be a dream come true for both of us. Really? Thank you so much, Nia. Just tell me what you need me to do. While I may not be an expert in planting, I'll try my best. I'll even ask Zeke to teach me some techniques. That's all right. We'll figure out the planting part together. First, let's come up with a name for our business. Even if it's just a few racks, it's our special place. Any ideas? Nenn ihn einfach Blumenladen. Namensgebung ist nicht mein Ding. Ihn nach dir und Mian benennen. Wow, das ist alles super unkreativ. I thought so too. I want the name to represent both of us in some way. But Mian... How about we put your name first? We could call it Minnie. Because it's small and cute. Plus, people will immediately know it belongs to you and me. That's brilliant! I love it! How about Mini Botanica? It reflects that we sell not only flowers, but also plants and everything related to gardening. It's settled then. We have a name and a location. Now I need to prepare some flowers for sale. And of course, the flower display rack. Anything you can help with? Viel Glück, meine Damen. Ich habe viel zu tun. Nee, ich kann beim Bau des Blumenständers helfen. Die Blumen könnt ihr schön selber züchten. Oh, that would be so special. You two grew up together, and now you're literally helping Nia build her business. I'll help with growing the flowers. I'm not an expert, but I'll do whatever Nia asks me to do. Don't worry, you'll get the hang of it in no time. Okay, I'll design a recipe for the display rack. And I'll ask around and see what people want to buy from our shop, and then get the flower seeds. Sounds like a plan. Thanks for your help. We'll send you what you need tomorrow. Goodbye. See you. Gut. Schön, dass wir dafür irgendwie gefühlt den halben Tag reden mussten. Auch wenn die Zeit natürlich nicht weiterging. Eigentlich war ich auf dem Weg, Sachen zu verkaufen. Hey Grace, moin. War ich auf dem Weg, Sachen zu verkaufen? Auf jeden Fall auf dem Weg in die Stadt. Hauptsächlich war ich, glaube ich, auf dem... Ah ja, doch, war ich. Ja. Okay. So, dann müssen wir noch zu Heidi. Wir wollten Akazienholz heute holen. Oh Gott, wir haben Sidequests. Auf einmal ist so viel zu tun. Erstmal müssen wir Heidi finden. Das ist ja erstmal wichtig. Die pelzt wahrscheinlich hier hinten in der Straße rum, wie immer. Ah ne, die ist zocken.
Also wundert mich das nicht. Hallo, die Dame. Sehr So long, gesprächig. partner. Ja, da freut man sich doch richtig, dass man mit ihr... Na, verlobt sind wir noch nicht, aber quasi kurz davor. So. Das sind immer noch 3 Spots. Okay. Nee, lass das mal nicht so machen. Lass das mal so machen. So, erstmal zu Pablo. Huh. So long, partner. Okay, muss ich da reingehen, damit das triggert? Darling, you're here. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Oh? I thought you would come to see me. Well, no matter. Perhaps check your mailbox? Der. Did you see my letter? Was brauchst du? Oh? You've forgotten what we talked about? No matter. I guarantee when you see them, you'll leap at the opportunity to get involved. Remember these? Die neuen Outfits für Team Rocket. I designed 2 sets of clothing, some formal wear and swimwear. I've made more than 10 sets for each design. Bademode mit Stil. I always thought Sandrock of all places wouldn't need swimsuits of all things. Das sind wirklich Swimsuits, aber okay. Here we are. Dachte, ich With the beleidige lush ihn damit. trees, the flowing water, and the longing for a long dip. So, light bulb moment, swimsuits. I never thought this day would come, but I finally think the time is right. I am going to put these on the catwalk. Eine Modenschau. Yes, a fashion show. As I was drawing them, I could picture it. The lights, the gasping faces, the stunning designs, and me at the back, needling the final touches on a hypnotizing piece. It will be a 2-day affair, each day focusing on one series. This was, I am hesitant to admit, in fact Trudy's idea. She was more than supportive and believed one day to simply be too short. Now, what else is needed? First of all, clothing production. I am but the designer. I do not possess the skill to create these magnificent pieces. Dann frag doch Vivi. Ha! I can see your expression. No, I do not need you to make them. I have already asked Vivi, and she has agreed to work with me. Großartig. Now, the issue of the venue. Trudy believes that the show could bring in tourists and offered to host it outside the city hall. But the construction of the stage will be your piece de resistance. With Trudy's support, honestly, this has grown bigger than I could have imagined. I even have my models, and they love the designs. Heidi's already made a diagram for you. You just need to make it and give it to me. That's not a problem, right? Nö. You're quite the go. Well, I just have to prepare the clothes, organize the order of the show, then, when you have built the stage, please give it to me. Klar, wenn ich die Bühne fertig gebaut habe, stecke ich sie mir einfach in die Tasche und komme zu dir. Believe me, Sandrock will soon be the cosmopolitan hub of the free cities. Warte auf morgen ist die andere Quest. Jetzt. Wir brauchen versteinerte Holzstöcke. Wer könnte damit rechnen? Dann brauchen wir noch mehr versteinertes Holz. Wobei, wir haben... Hatten wir noch welches in Auftrag gegeben? Mit Nia, da vorne, okay. Ist das jetzt... Warte mal, das ist bei der Ziviltruppe, ne? Suddenly Miguel Quest? Könnte. Müsste eigentlich. I've been in contact with the Alliance Council, and I just can't in good faith recommend anything other than the full extent of the law.
transfer to the Atara Maximum Security Prison. Okay. You betrayed us and have shown no sign of remorse. I will contact the authorities and organize the transport. Ja, eigentlich schon fair. I accept all punishment, Trudy, and will abide accordingly. Then, I will keep you informed of the date of your departure. I just can't understand it. Why? Ach, das hatten wir doch schon. It's no excuse, but I did what I believed was right. But this town, everyone living here, after all you did for us, everything you said in your sermons, you kept us safe, your guidance. I even trusted you to teach my daughter. I thought you cared. I truly do. Please, don't give me that. Er hat recht. Du warst for life. Nee, kann ich nicht bringen. Dafür mag ich Trudy zu sehr. Ja, er wurde ausgenutzt, keine Frage, aber er hat halt auch schon merkwürdige Ansichten. Also, er ist halt auch schon ein bisschen sehr radikal. Weiß ich halt nicht. Ich krieg's ehrlich gesagt storymäßig gar nicht mehr zusammen, was er genau gemacht hat. Also er hing ja in dieser ganzen Matilda und Penn-Sache nur so halb mit drin. Aber, ja, nein. You see, Miguel, you betrayed us all. You have such a big heart and always see the good in everyone. I really admire that. But you have to realize, he's a lost cause. Don't let him get inside your head. Heißt das, er quatscht mich jetzt mal voll? I wish to discuss something with you. Muss das sein? I have been taken for a fool. This I realize now more than ever. I truly thought Duvos wanted the same thing as me. That they were on the right side of history. But their actions do not correlate to the proclamations they gave me. Recently, I have been grasping at something, anything, that would validate my actions since I've been in Sandrock. There was nothing. My handlers were simply telling me what they wanted me to believe. I must have been simply a diversion. If I could have pushed everyone out of Sandrock, and Duvos could excavate the ruins in secrecy, my arrest threw a proverbial wrench into the works, and it appears to have pushed their hand. I was then left to rot. They never cared about me. They never cared about my ideals. I was a fool. Es war ihnen wohl irgendwie wichtig? Ja, offensichtlich nicht. Wie bist du auf all das reingefallen? When I was of age, I left to study in Meiji. My family were believers in the light, and I dreamed of spreading the word. I always feared the day of calamity. Feared the light being extinguished once more. I quickly befriended Matilda. She was older than me, working as a tutor in the guided study sessions. I remember when I first met her, when I attended her session the first time. She was helping a group of students with their questions on faith. She was kind, understanding. Whenever I disagreed with the doctrine of the church, she listened. Later, I started to feel that the teachings were not enough. Hast du Matilda gar nicht verdächtigt? I did not suspect Matilda to be anything other than a devout follower of the light. Her allegiance was as much of a surprise to me as to you. Her study group set her apart from the other tutors. She was loved, particularly by the staff. Somewhat of a teacher's pet. She was bright-eyed and optimistic. A perfect cover in retrospect. Her views stood opposed to mine.
I am somewhat more pessimistic about human nature. Etwas. Allowing humans freedom to pursue their vanities is what led to the day of calamity. Those around me in the church did not take the teaching seriously. Even the deacon. It was as if they had forgotten the sins of our forefathers. During my studies, I became depressed. I drifted further from the teachings, became isolated, and found myself more radical. Then, an agent from Duvos made contact. The things they told me, that Duvos would regulate technology. Everything I heard aligned with my beliefs. They wanted structure. They wanted to ensure no one else ever lost their lives. They wanted to ensure the safety of humanity. Sie wollen, dass kein weiterer Mensch sein Leben verliert. Deswegen greifen sie halt mehrere Städte an. Klar, das ist vollkommen logisch. I see now in retrospect, Matilda used my grief against me. She was conditioning me. She must have told an agent of my wavering faith and guided their hand from the background. Ist da etwas mit dir passiert? While I was studying in Nady, my town was destroyed. I'm from Das. I'm a child of the lost city. Ich kenne das Gefühl, denn ich habe auch mal eine Katze verloren. Alter. Was für ein emotionaler Müllhaufen kann man sein, um das zu antworten? I'm sorry. Our existence was always a delicate balance. Being a town skirting the border of the peripheries, we were aware of the dangers, but largely went unbothered. As I went to study in Nady, I bid my hometown farewell, though kept in regular contact. It may surprise you, but I took part in many of the onboarding activities and was a strong advocate for the church school. It seems strange to reflect on that now. During my studies, Das was attacked by a creature from the peripheries. It happened overnight, without warning. Everyone in town was killed. My parents. My brother. You cannot imagine it. My entire town destroyed by a monster in the blink of an eye. Just thinking about what my people went through. It is truly harrowing. The depths of despair cannot comprehend what my family endured. I pray that it was quick. When the news was announced at school, I felt everyone's eyes on me. They were fixed, filled with an empty pity. I fell into a trance, simply glided through the halls, unable to process what had happened. I needed to talk, to confront it. Where were the Rangers or the Civil Corps? How did we not see it coming? How could the Alliance let this happen? The questions burned into my mind. I sought answers, but people avoided me, said I was too intense. Within a week, people were laughing again, enjoying themselves. They'd all forgotten already. Countless lives lost, yet they returned to their lives again as if nothing had happened. Everyone simply avoided me further, except for Matilda. Sheeless. I fell into the darkness. I sunk into the questions that were burning on my tongue. How could the Alliance let this happen? How are we allowing the sins of our forefathers leave us in ruin? How could the Free City simply abandon us? I expected a rescue. I expected the Rangers to search and destroy that monster from the peripheries, but no. They saw it as a lost cause and moved on. My family were not even buried. They were left there for the wilds to consume. Okay, das ist halt schon hart. It was then that my heart was blackened to the Alliance, that my thoughts started to drift. I was vulnerable. I was lost. I was found by Matilda and led astray. She would encourage me to think independently, to question myself. She said my fears were valid, and that I was a fiercely independent thinker.
And while she did not agree with me, she valued my beliefs. I now believe she was taking note of my doubts, and behind closed doors crafting a narrative that reciprocated my beliefs. A narrative she then passed on to handlers. It was no mere coincidence that I was sold a beautiful vision of Duvos. I should have seen this sooner, but I was blinded by their words. It answered all of my questions. Es hört sich an, als ob du ein Idiot wärst. Nee, finde ich nicht. Also hat sie in Mady Lügen erzählt und die Menschen dazu gebracht, zu bekehren. Quite. It is no surprise she managed to operate under our noses this whole time. All that I believed was Duvos' ideals were simply my own being reflected back to me. In that light, what I have done to Sandrock is unforgivable. It is only now that the blinds have been pulled back. I must face my actions head on. I still believe that we as a species need to control our desires to pursue unfettered technology. DOS must not happen again. Ich verstehe immer noch nicht, was irgendwie Technologie mit einem Monster aus der Peripherie zu tun hat. Und mit der Vernichtung seines Ortes, aber also seines Heimatdorfs. Okay. However, that does not excuse what I did. I have wronged the people of this town and the free cities. I must accept penance for my actions. I must take this as a time for personal growth. Thank you for coming to see me on this time. Und das war's hier? Okay. Gut, aber zumindest ist dann mal geklärt, was mit Miguel passiert. Geht dann halt einfach ins Hochsicherheitsgefängnis. Well. Dann war das wohl so ziemlich das Letzte, was wir von ihm sehen, schätze ich. Oder gesehen haben. So, wir wollten Holz holen. Wir brauchen tatsächlich 2 Sorten Holz. Wir brauchen einmal Hartholz. Ne, versteinertes Holz. So rum. Das hoffentlich, ja, es ist wieder nachgewachsen. Sehr gut. So, dann müsste hier eigentlich 2 vorkommen sein. Eins da oben. Und eins da ein bisschen weiter die Schräge runter. Ah ja. Sehr gut. Zack. Dem Baum. Dann nehmen wir den noch mit. So, wir brauchten Akazienholz, ne? Nicht Pappelholz. Glaube ich. War. Irgendwo müsste, glaube ich, noch was stehen, was ich jetzt übersehen habe, aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Reicht erstmal. Dann... Boah, jetzt muss ich überlegen. Hier war Pappelholz, glaube ich, und Akazienholz ist hier. Also müssen wir erstmal dahin. Nee, das war Unfug. Nee, war es nicht. War absolut richtig.
Moment, das sind nicht die richtigen, ne? Das sind, ja genau, die da hinten brauche ich. Yes. Weg mit der ganze hier Strüpp hier. Das ist einfach Totholz, ne? Ah, okay. Bringt mir nix. Na komm schon. Okay, da vorne steht noch was. Ich würde, wenn wir hier sind, gerade noch mal ein bisschen Granit mitnehmen. Weil es hier schon mal anbietet. Außerdem ist hier noch Gold. Ist auch nicht verkehrt. Ist das Keramik, ne? Ja, okay. Keramikschrott haben wir inzwischen mehr als genug. Das passt so. Ist der Baum mal weg. Irgendwie macht es jetzt wirklich so langsam den Eindruck, als würde... Also als wäre das jetzt schon so mehr oder minder die letzte Main-Quest gewesen, die wir gemacht haben mit dem Baum oben. Und als würde jetzt so jeder Nebencharakter nochmal so seinen Abschluss kriegen in der Side-Story. Also jetzt halt Pablo und Miguel haben auf jeden Fall ihre Story. Nia und Mian machen ihren Blumenladen. Kommt bestimmt noch ein bisschen was. Finde ich eigentlich ganz cool. Könnte eventuell, wenn das jetzt für alle Charaktere kommt, ein bisschen zu viel werden. Wobei wir jetzt auch nicht so wirklich so viele Loose Ties haben. Also es müsste jetzt nicht unbedingt jeder aus dem Dorf noch irgendwie ein bisschen Story kriegen. Aber so Grace könnte, finde ich, noch ein bisschen was bekommen. Ja, wobei Grace hatte prinzipiell ihren Partner, sodass die jetzt im Ruhestand ist und einfach in Sandrock leben will. Die hatte ihren Teil. Weiß nicht, ob mit Logan und Andy noch was kommt, aber Logan und Andy sind, finde ich, halt good to go. Also die könnten wir jetzt als Charaktere auch einfach so lassen, wie sie sind. Ich finde, da ist jetzt nichts, was noch irgendwie Klärungsbedarf hat. Auch Elsie finde ich inzwischen eigentlich relativ abgeschlossen. Die könnte halt nochmal bei ihren Eltern ausziehen. Das wäre prinzipiell ganz okay. Ansonsten ist das eigentlich alles hübsch. Weiß nicht, Owen macht weiter das Blue Moon. Unsure und Justice sind halt auch fein. Oh, wir machen noch ganz viele versteinerte Holzstöcke. Naja. Dann machen wir jetzt wohl noch ein paar mehr. Und dann noch ein paar versteinerte Holzbretter. Okay, dann können wir noch ein bisschen Wasser machen. Der hat Bock drauf. Wie viel ist denn hier so drin? Na, das lohnt nicht. Okay, dann behalten wir das einfach im Inventar. Achso, dann sollte ich vielleicht den Laufsteg auch bauen, wa? Das wäre smart. Oh, wow, ist der fancy. Na, dann mal rein da. Oh, der ist ganz schön klein. Yay, Level 51. Nice. Ich möchte ihn gerne in seiner vollen Größe hochhalten. Ah, es ist wirklich ein sehr kleiner Laufsteg. Nevermind. Gut, Merle. Ah, steht im Gemüse. Wo auch sonst. Dann ab zu Pablo und bringen wir ihm das... Oh, warte mal, wir haben auch noch mehr Sidequests, ne?
Also irgendwo ist noch Story offen. Ah, mit Nia oben am Myrtle Tree. Absolutely beautiful, darling. I can see it now. The walk, the turn, the pout. Das ist dein Traum. Ich möchte dir nicht wirklich helfen, ihn zu verwirklichen, aber ich krieg Geld dafür. Oh, Peach, I'm just so excited. Ahem. Excuse me. I can foresee how it will all play out, and it's delightful. Me, standing on stage, introducing the show. No, please, hold your applause. Okay, maybe just a little. Then exit stage right, the audience chanting my name. Pablo, Pablo, Pablo. The first fashion show in Sandrock, and the most exciting in the Free Cities. It is within sight. You've been instrumental. The fashion elite will thank you. 5000 Gold. Ich sage nicht nein dazu. Na komm, wir reiten aber hier raus. Und können noch mal das Taxi zum Baum nehmen, glaube ich. Oh, didn't expect to run into you here. Came to enjoy the view? Du bist der schönste Anblick der Welt. Nein, ich war gerade in der Nähe. That's such a coincidence. I just arrived. I'm here to collect some samples. Look at this. Now that the mama tree is back to life, other plants are thriving around it. Life truly begets life. When trees reach a certain age, they start being a life support system for various other life forms in the ecosystem. Each has its own preferences and requirements. But even with that, they grow together, like a family made of different parts. I need to collect some specimens so I can really get into the nitty-gritty of how they're growing. But I kinda forgot to bring my climbing gear. Can you give me a boost? I just need to ascend a bit and collect some plant samples from up there. Just like how we used to collect cherries. Du musst aber vorsichtig sein. You're the best. Back in Highwind, I took a field research course, and loads of it was climbing into these crazy places to collect samples. Collecting samples isn't as easy as just taking a handful and moving on. You need to be careful you maintain their structure and integrity. Nature is delicate, you know. Don't worry, I've done this loads before. Look, I'll climb up from right there. Na, da hat sie jetzt wirklich meine Hilfe gebraucht. I see it. Oh, just a little further. That's it. Oh, just a little more. Whoa. Ooh, that was kind of scary. Thank you. Schon gut, mach dir keine Sorgen. Whew. If it weren't for you, I think I'd probably be at Fang's right now. Next time I do any climbing around, I should bring my equipment. Well, I've got all the samples I need. Thanks for the help. See you later. Das war jetzt echt nur eine Quest fürs Dating, oder? Also, okay, wenn du sie unbedingt anflirten und daten möchtest, hier ist deine Gelegenheit. Ich denke mir so, nope, lass mich bitte mit Nia in Ruhe. Okay, damit haben wir tatsächlich alle Sidequests erstmal abgearbeitet, ne? Vorerst. Wo ist denn meine Ziege eigentlich? Ah, das spawnt sie, okay. Sag mal. Will mich doch verarschen. Oh Gott. So langsam frisst das Ding ganz gut Strom. Das Gewächshaus ist halt übel. Das Gewächshaus ballert halt richtig rein. Was Strom angeht. Das ist halt echt krass. Können mal gucken, ob wir da
Also im Leben kriegen wir da keine 3000 Dünger rein, aber wir könnten einen Anfang machen. Ich bin auch noch am Überlegen, wie ich den Kram hier so ein bisschen begrüne. Also ich würde von den Blumenkästen prinzipiell noch irgendwie 2, 3 Stück bauen und gucken, wie ich die platziere, aber ich hätte ja auch gern irgendwie eine grüne Fläche. Die Frage ist, ob wir da halt einfach Biokruste irgendwo hinpacken und was anpflanzen, so wie hier, dass das dann da halt einfach steht. Weiß ich halt nicht. Sieht halt irgendwie... Ist halt nicht das Gleiche. Ich hätte halt schon gern irgendwie eine coole Rasenfläche, aber es funktioniert so, glaube ich, einfach nicht. So, was wollte ich jetzt gerade machen? Also A, wollte ich dir sagen, dass du in den Stall kannst. Da machen wir Holz, das ist fein. Können wir noch... Achso, ihr seid zu schäbig dafür, ne? Wenn muss ich hin, dann das Ding gehen? Ich könnte natürlich auch tatsächlich einfach mal Maschinen aufwerten oder neu bauen, dass wir einfach nur die High-Tier-Maschinen haben. Kann ich hier nicht Akazienholz machen? Offenbar nicht. Ah, die Platten waren auch hier, okay. Ah, Planken sind es in Möglichkeit auch. Gut. Machen wir 9 Akazienholzplanken, das finde ich fein. Ah, der Rest passt so. Machen wir pro forma eine Stahlplatte. So. Wie viel Geld haben wir? Na, da geht auch was. Nicht. Okay. So, die Frage ist... Alter. Es ist halt nicht okay. Digga, ich kann da bitte nicht noch eine Etage draufpacken, oder? Das wäre halt ein bisschen sehr krass. Also irgendwann muss er halt auch mal gut sein. Wie viele Etagen kann ich denn maximal bauen? Ich meine, wir sind dann bei... Also wenn da noch eine draufkommt, sind wir bei 7. No, shit. Das will ich machen. Ich überlege gerade, wir könnten das hier wirklich so ein bisschen stufenmäßig machen. Nach oben hin. Also müsste noch ein bisschen vor und dann halt... Also das müsste noch einen vor, dann passt es, glaube ich. Dafür haben wir gerade nicht genug Geld. Aber das noch einen bis hierhin vorziehen? Dann ist das, glaube ich, jeweils so ein Drittel. Ach, das ist halt einfach übertrieben hoch. Also... Come on. Und dann noch eine Etage drauf ist halt auch einfach way too much. Das ist halt schon alles ein bisschen sehr übertrieben. Werden wir halt auch niemals fertig mit, aber okay. Bau deinen Palast? Ja, ich bin dabei. Ich versuch's. Ich weiß nicht, wenn ich das Geld dafür hätte. Ich glaube, die 100.000 Golds können wir auch mal easy auf 300.000 aufstocken. Die wir dafür brauchen. Ja, du kannst halt davon ausgehen, jeder Raum, jede Etage braucht halt circa, ich glaube, so um die 12.000 Golds. So, wenn wir das hier in gleicher Höhe nochmal draufbauen, ist alleine hier nach oben zu bauen mindestens 50.000 weitere Golds. Und dann sind noch keine Türen und Fenster da drin. Und hier in der Mitte muss halt auch noch ein bisschen was rauf. Also...
Trudi. Irgendwo will ich auch noch eine Werkstatt, also eine Fabrik draus machen. Da muss dann halt auch noch ein bisschen was passieren. Also das kostet dann nicht mehr viel, das kostet nochmal so 5.000 oder so, aber braucht man Fenster? Ja, ich finde, Fenster geben dem Ganzen dann schon nochmal was. Also so sieht es halt einfach nach einem Knast aus irgendwann. Nach einem sehr dekorativen Knast, aber Fenster machen das halt, also, weißt du, ein bisschen haben wir ja noch. Ich weiß ja nur noch nicht welche. Das Problem, die Fenster passen halt alle irgendwie nicht. Stimmt schon, hat schon eher irgendwie Bunker-Feeling. Ja, auf jeden Fall. Also das will ich halt auch nicht. Okay, ich wünschte, ich hätte da noch 2 machen können. Die sind's schon, oder? Die anderen Fenster, die können wir uns eh nicht leisten, aber die anderen Fenster sind's halt irgendwie nicht. Welche hatte ich jetzt da unten dran? Die hier, ne? Aber nee, ich will da schon was haben, was Licht hat. Und da fallen die halt raus. Die stehen halt komisch vor. Es sind dann, glaube ich, schon die Holzdinger. Die passen dann halt schon auch zu dem Holzrahmen. Das macht schon Sinn. Ja. Geht da noch einer hin. Boah, was halt richtig geil wäre. Wir lassen das, also, das sollte sogar gehen. Wobei, sollte das? Müssen wir mal gucken. Ich habe gerade überlegt, ob wir hier unten die Etage so lassen und da einfach ein kleines Dach drauf packen und dann einfach ganz oben die obersten beiden Etagen oben nochmal so verbinden, dass man hier quasi so zwischendurch gucken kann. Aber dass man halt oben und unten schon das Gebäude noch hat. Und wir könnten da aufs Dach, wenn wir da hochkommen, also da kommen wir safe irgendwo hoch, könnten wir aufs Dach noch Blumenkästen stellen und so. Auf das untere Dach. Könnte geil aussehen. Könnte absurd teuer werden. Und ich weiß nicht, ob ich einfach einen Raum da oben dran pappen kann, ohne dass er unten irgendwo drauf steht. Aber das wäre halt schon fetzig. Gucken wir mal. Muss ich nur noch ungefähr 2 Ingame-Wochen für farmen. Bis das machbar ist. Oh boy. Vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.